Hallo, ich bin Sebastian von Artist Travel und das ist meine linke Hand. Heute werden wir uns einer Sache widmen, mit der einige von euch sicher so ihre Probleme haben, und das ist das Gesicht. Dafür wollen wir uns zunächst mal klar machen, wie so ein Gesicht von der Seite aussieht, bevor wir es dann von vorne zeichnen. Denn das ist wichtig, um zu verstehen, wo Licht und Schatten hinfallen in einem Gesicht. Wenn wir uns ein Gesicht von der Seite vorstellen, dann haben wir einmal beim Auge einen Vorsprung, dann kommt die Nase, schematisch gezeichnet, danach die Lippen und dann ganz unten das Kinn. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass von oben Licht auf dieses Gesicht fällt, dann bedeutet das natürlich, dass überall dort, wo ein Vorsprung ist, ein Schatten fällt. Und der größte Schatten wird natürlich hier unten vom Kinn geworfen auf den Hals. Selbstverständlich gilt das Gleiche dann auch hier oben für die Augen, für die Lider und so weiter. Vielleicht versteht ihr jetzt schon, warum ich dieses kleine Experiment hier gemacht habe. Das dient nämlich gleich eurem Verständnis, wenn ich das Gesicht von vorne zeichne. Nur ganz grob zu Ende gebracht. Auch die Haare hier, die dem jungen Mann ins Gesicht fallen, werfen selbstverständlich einen Schatten, wenn von hier oben das Licht kommt. Wenn wir den gleichen Kopf nun nach links herüber übertragen, dann sieht das nicht anders aus. Wir versuchen zunächst mal ganz grob die Umrisse zu finden. Da könnt ihr ruhig ein bisschen suchen, auch mit dem Strich und mit dem Stift. Das macht es hinterher eigentlich nur interessanter und attraktiver. Dann versucht er auch da die richtige Position für Augen, Nase, Mund zu finden. Ruhig hin und her mit dem Stift suchen, vorsichtig die Dinge erstmal andeuten, bevor er sie mit einem festen Strich zeichnet. Und euer Gefühl sagt euch dann eigentlich schon, wann ihr richtig seid. Natürlich gibt es hier 1000 Möglichkeiten, das Gesicht aufzuteilen in 2 oder 3 Hälften und dann nochmal eine Hälfte und das Auge liegt dann im ersten Drittel und so weiter. Aber meine Erfahrung ist, erstens vergesse ich das ständig und zweitens, wenn ich ein bisschen mich auf mein Gefühl verlasse, dann habe ich nach einer gewissen Zeit eigentlich, wie hier jetzt auch, ein Gesicht, das schon recht nah an die Realität herankommt. Und das hat dann natürlich irgendwann auch was mit Übung zu tun. So, jetzt versteht man vielleicht ganz gut, warum ich das hier drüben angelegt habe, diese kleine Zeichnung. Denn jetzt hilft sie mir, hier zu sagen, okay, die Augenbrauen setze ich hier an, aber unterhalb der Augenbrauen muss ich jetzt einen ziemlich harten Schatten hinbekommen. Hier oben die Augenbrauen wieder, hier wieder ein Schatten, damit die Augen nach hinten wandern, wo sie ja auch sitzen in Wirklichkeit, wenn man sich das von der Seite ansieht. Genau das gleiche gilt hier für die Wangenknochen. Die Wangenknochen sitzen etwa auf dieser Höhe. Auch da setze ich einen Schatten hin. Und je nachdem, ob das Licht von links oder von rechts kommt, ich lasse es jetzt mal hier von links oben kommen, setze ich meinen Pfeil hier hin, wirft natürlich auch die Nase einen Schatten. Typischer Anfängerfehler ist, die Nase einfach nur als Strich nach unten zu führen. Das wirkt ziemlich schnell langweilig und auch unrealistisch. Dann deute ich hier noch die Augen an. Vielleicht mit einer Pupille. Wie wir Augen zeichnen, zeige ich euch mal in einem anderen Tutorial. Und schon sieht das eigentlich relativ realistisch aus. Den Schatten hier auch nicht auf der Nase vergessen. Auch die Nase geht nicht glatt durch, sondern ist nach hinten versetzt hier. Und dementsprechend gibt es da natürlich auch einen Schatten. Unter der Nase auch nicht vergessen, dass hier auch ein Schatten geworfen wird. Dann hier die beiden Falten, die auf die Lippen führen.
Die Lippen kurz andeuten und auch hier wieder Oberlippe wirft einen Schatten und unter der Unterlippe natürlich auch wieder einer. Dann haben wir hier unten das Kinn. So, dann der Haaransatz. Ich lasse den hier jetzt mal volle Haare haben, kümmere mich in dieser Skizze noch nicht um jedes einzelne Haar, sorge aber schon dafür, dass die Haare hier oben auch einen Schatten werfen, sodass das ein bisschen realistischer aussieht. Schaue mir dann auch an, wo müssen ungefähr die Ohren sitzen, wenn sie nicht von den Haaren verdeckt werden, und führe den Haarschopf dann bis hier runter. Nach hinten etwas dunkler, sodass man hier jetzt langsam schon ein Gefühl für den Kopf bekommt. So, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, der deutlichste Schatten ist natürlich vom größten Vorsprung, den es hier im Gesicht gibt, bestimmt. Und das ist mit Sicherheit hier unten das Kinn. Also entsprechend dunkel mache ich es hier unten. Aber ich muss natürlich auch die linke Seite des Kopfes dunkler machen als die rechte, weil ich mich entschieden habe, dass mein Licht von dieser Seite kommt. So, jetzt gebe ich den Haaren noch ein bisschen Ton, damit die klarer rauskommen. Aber ihr seht schon, ich kümmere mich hier jetzt nicht um einzelne Haare. Das dauert mir zu lange und ist ja auch nicht Teil dieses kleinen Tutorials, sondern hier geht es wirklich nur darum, wie man einen lebendigen Kopf relativ schnell anlegt. So, jetzt kann ich noch, wenn ich will, ein bisschen einen Hintergrund anlegen. Das hat den Vorteil, dass ich dann das Licht, also die hellen Stellen im Gesicht umso besser wirken, weil sie jetzt nicht mehr von der Helligkeit des Papiers ausgestochen werden. Das Papier geht jetzt zurück ein Stückchen und die hellen Stellen im Gesicht, die Lichter im Gesicht werden umso stärker. So, guckt vielleicht ein bisschen traurig, der junge Mann, aber wird zunehmend realistisch. Also, Wiederholung nochmal, ganz wichtig beim Anlegen eures ersten Gesichts. Natürlich könnt ihr nach irgendwelchen Lehrbüchern gehen und das 5-mal zerlegen und sagen, die Augen sitzen dann ungefähr hier im ersten Drittel, die Nase unterhalb des zweiten, der Mund kommt dann hier. Aber wie gesagt, die Erfahrung ist, macht es lieber ein paar Mal, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür. Euer Gefühl sagt euch auch, weil ihr ja in eurem Leben schon ein paar Menschengesichter gesehen habt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Verwendet eure Zeit und eure Mühe lieber drauf, die Schatten genau zu bestimmen, denn das macht das Gesicht dann eigentlich lebendig, immer lebendiger. Dankeschön, tschüss, auch von meiner linken Hand, Sebastian.